Okay, that seems to be good. So, wir werden jetzt eine halbe Stunde meditieren und erst nachher werden wir Thor kurz vorstellen und dann fängt dann der Vortrag an. So first we just start with half an hour meditation and then only afterwards I will give a short introduction to Thor and then we will listen to his talk. So everybody settles into silence and I will do just a translation and Thor will guide the meditation. Hello everyone. I'm very happy to be connected to Switzerland. I got married in Switzerland, so it has a big part of my heart is there. So I have a very nice feeling towards this country. But that's another story. We can go into that later. But now let's bring our attention to the present moment and relax the body. Sense how relaxed the body is. You can feel our arms and shoulders and neck and all the little muscles in the face. Zuerst entspannen wir den Körper, wir entspannen die Schultern, den Nacken. The only movement is the breathing. Die einzige Bewegung ist der Atem. We are breathing in peace and calm. We are breathing deep and calm. And on exhale, we let go of all tension in the body. Und beim Ausatmen atme ich alle Spannungen aus. We let our attention briefly go through the body, all over the body, to find any tension, if there is any hidden tension somewhere, and give it a message to let go. Und mit meiner Aufmerksamkeit wandere ich durch den ganzen Körper und ich schaue, ob es irgendwo noch eine Anspannung gibt. Und wenn es eine Anspannung gibt, dann gebe ich dorthin die Botschaft, lass jetzt einfach los. And gradually the body becomes very relaxed. Und allmählich wird der Körper sehr entspannt. And when the body becomes relaxed, the mind also becomes relaxed. Und wenn der Körper entspannt wird, dann entspannt sich auch der Geist. Now let's bring our attention to the center of the forehead. Und jetzt bringe ich mehr Aufmerksamkeit zur Mitte der Stirn. And in the middle of the forehead, I visualize a tiny point of light. Und in der Mitte der Stirn visualisiere ich einen winzigen Lichtpunkt. I fill the mind with one thought. I am a soul. Und ich fülle den Geist mit einem einzigen Gedanken. Ich bin eine Seele.
I fill the mind with this one thought and allow it to repeat few times. Ich fülle den Geist mit diesem Gedanken und ich erlaube diesen Gedanken, sich ein paar Mal zu wiederholen. And I can sense how the mind becomes calm. Und ich fühle, wie der Geist ganz ruhig wird. And I begin to notice stillness. Und ich stelle eine Stille in mir fest. This stillness is behind all thoughts and between all thoughts. Und diese Stille ist hinter allen Gedanken und zwischen allen Gedanken. I bring my attention to this space between the thoughts. Und ich bringe mir eine Aufmerksamkeit in diesen Raum zwischen den Gedanken. And I allow this space to expand and become longer. Und ich erlaube diesen Zwischenraum, sich auszudehnen und immer länger zu werden. And I can sense the truth that I am peaceful. Und ich kann diese Wahrheit fühlen, dass ich friedvoll bin. If any thoughts enter the mind, that's all right. We just let it fly away. Wenn irgendwelche Gedanken in den Geist eintreten, das ist völlig okay. Lass sie einfach wieder wegfliegen. And we return back to this stillness. Und kehrt einfach zurück in diese Stille. And the one thought, I am a peaceful soul. Und geht zurück zu dem einen Gedanken. Ich bin eine friedvolle Seele. My mind is like a still water or a still lake. Mein Geist ist wie ruhiges Wasser, ein stiller See. And if there are any waves on this lake, I allow them to calm. Und wenn es auf diesem See irgendwelche Wellen gibt, dann erlaube ich diesen Wellen, sich wieder zu beruhigen. Until the surface is completely like a mirror. Und dann ist die Oberfläche wieder ein vollkommen glatter Spiegel.
I allow myself to enter into this still water. Und ich erlaube mir, in dieses ruhige Wasser einzutreten. And when I go under the surface, the stillness becomes even more strong. Und als ich dann unter die Oberfläche eintauche, dann wird diese Stille sogar noch intensiver. I allow myself to go to the bottom of this lake. Und ich erlaube mir, bis zum Grund dieses Sees abzutauchen. In this quiet space, I find at the bottom jewels like pearls and diamonds. Und in diesem ruhigen See finde ich zuunterst auf dem Grund Perlen, Juwelen, Edelsteine. These are these virtues that are inside all of us. Und das sind die tiefen Tugenden, die in uns allen stecken. I collect these jewels. Und ich sammle diese Juwelen ein. And I hold them by my heart. Und ich trage sie nahe bei meinem Herzen. There is unlimited, unconditional love there. Und dort gibt es unbegrenzte, bedingungslose Liebe. There is patience and power. Da gibt es Geduld und Kraft. There is humility. Da gibt es auch Demut. And I allow these jewels to fill me. Und ich erlaube diesen Juwelen, mich anzufüllen. All these jewels, they fill me with safety and security. All diese Juwelen fülle ich mich an mit Sicherheit und Zufriedenheit. Now I move gradually back to the surface. Und allmählich bewege ich mich wieder zurück an die Oberfläche. And I look into the sky. Und ich schaue zum Himmel. Where the sun is shining, radiating light and warmth. Und die Sonne strahlt Wärme und Licht aus.
The sun that is in the center of our solar system symbolizes the Supreme Soul. Und die Sonne, die sich im Zentrum des Sonnensystems befindet, symbolisiert die höchste Seele. And the sun is constantly shining, radiating unlimited love and power and peace to us. Und die Sonne scheint konstant und sie strahlt Kraft und Frieden auf uns herab. I open up to this shining sunshine, this radiation, this light from the Supreme. Und ich öffne mich, um dieses Licht des Höchsten zu empfangen und in mich hineinzulassen. I allow this light to fill me up inside, and the dews that I carry from the bottom of the lake become brighter and stronger. Ich erlaube der Sonne, mich mit ihren Strahlen anzufüllen. Und die Juwelen, die ich vom Grund mitgebracht habe, strahlen immer stärker in diesem Licht. Now let's take a few minutes and enjoy the rays from the Supreme and allow it to fill every cell in the body and fill the soul. Jetzt genießen wir ein paar Minuten und wir erlauben all diesen Strahlen uns durchdringen und jede Zelle des Körpers zu erreichen.
Now that I have been bathing in the supreme light and filling myself with its radiation, Und jetzt bade ich in diesem höchsten Licht und ich fühle mich an mit dieser Strahlung. I allow this light to flow into my heart and radiate out into the world. Und ich erlaube diesem Licht tief in mein Herz einzudringen und von da aus in die Welt hinauszuscheinen. So I become like an instrument for the supreme light to shine to all those who have sorrow and are suffering. Und ich werde zu einem Instrument für das höchste Licht, um all jene zu erreichen, die Sorgen haben und Leid. And because this light is unlimited, we let it flow all over the whole earth. All of Europe, all of America, and all the continents. This mindset, this experience we are experiencing, we radiate it out to the whole world. Und dieses Licht ist unbegrenzt. Es soll die ganze Welt erreichen. Europa, Amerika, alle Orte. And especially the souls in our neighborhood, in our relations, family, friends, work companions. Und das Licht soll auch alle Seelen, die uns nahestehen, erreichen. In der Nachbarschaft, die Familie, die Freunde. And gradually, we bring our attention back to the space we are sitting in. Und allmählich bringe ich die Aufmerksamkeit zurück in diesem Raum, wo wir uns befinden. And we notice how we are feeling. Und ich stelle fest, wie ich mich fühle. Knowing that experience that I experience can be shared with anyone I meet. Und ich weiß, dass diese Erfahrung, die ich eben gemacht habe, mit allen geteilt werden kann. And that is my contribution to everyone I meet in my life. Und das ist mein Beitrag, den ich leisten kann, wenn ich irgendjemanden treffe in meinem Leben. Om Shanti. Om Shanti.
So, as it was announced, we started with meditation, and now we will listen to Thor. Und wie wir das angekündigt haben, haben wir jetzt mal meditiert. Und jetzt folgt ein Vortrag von Thor zum Thema Verletzungen der Vergangenheit heilen. Und Thor kommt ja aus Island, und Island ist eigentlich ein bisschen ein raues Land, so von der Geografie her, und ein kaltes Land. Aber wenn ich Thor gehört habe, dann habe ich immer empfunden, dass er eine sehr warmherzige Person ist, eine sehr weiche Person ist. Und wenn ich gehört habe, wie er mit inneren Prozessen umgeht, mit inneren Verletzungen, mit inneren Schwächen, habe ich das immer sehr, sehr inspirierend und sehr gewaltlos gefunden. Und deshalb haben wir gedacht, wir werden ihn heute zu diesem Vortrag einladen. So, Thor is from Iceland, and Iceland is actually geographically a bit of a rough country and cold country. But whenever I met Thor, I always had the feeling that he's a very warm-hearted, a very soft person. And when it comes to how he deals with inner weaknesses and inner processes, I always found that his approach is very non-violent and very loving. And so we thought that we will invite him so that he can share his insights and his approaches with all of you. So the talk will be around 1 hour, and we will then have time for a few questions. We have also Ursula here in the room, and if somebody writes a question in the chat, we will then hear that from Ursula, and Thor can answer. Und der Vortrag wird etwa 1 Stunde dauern, und dann am Schluss werden wir noch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Wir haben auch Ursula hier im Raum, die den Chat bedient. Wenn ihr also eine Frage habt, könnt ihr die aufschreiben, und Ursula kann die dann uns mitteilen. Aber die Frage muss nicht nur privat, sondern allgemein gestellt sein, sonst können wir sie hier nicht sehen. So those who type in a question, it has to be sent to all and not only to the administrator, because otherwise Ursula will not be able to see it. So now I make my screen small and Thor will appear big. So, bye. Thank you, Matthias. Ursula, kannst du es ein bisschen lauter machen, bitte, dass ich den Thor besser höre? It's a pleasure to be invited to speak to you. It would be nice to have you all in a room in front, but these are new times with new possibilities. Everyone has to learn to use the computer. And in a way, it's interesting that we are now becoming so unlimited in many ways. I'm sitting here on the top of Europe and speaking with you all in Switzerland. It's really amazing. Natürlich wäre es schön, jetzt euch alle persönlich zu treffen, so, wenn wir alle zusammen in einem Raum sitzen könnten. Aber so sind die Zeiten, und wir müssen alle lernen, mit Computer umzugehen, und wir können diese technischen Mittel nutzen. Und es ist schon, alles ist unbegrenzt geworden. Ich sitze hier auf der Spitze von Europa sozusagen, und ihr alle seid in der Schweiz, und wir können so gut miteinander kommunizieren. The reason that I went on this search, because I have been searching for something. I was searching for truth.
I was searching for something that I had lost for Ich many, many habe, years. der Grund, warum ich mich auf diese Suche gemacht habe, auf diese innere Suche, ist, ich habe die Wahrheit gesucht. Etwas, das ich wie verloren habe, und danach habe ich gesucht. And this search took me to different countries. I lived in Germany for some years, and in America, and in Portugal. And in a way, after about 25 years of searching, I hadn't found what I was looking for. Und diese Suche hat mich in verschiedene Länder gebracht, nach Deutschland, Amerika, Portugal, überall da hat Thor gelebt. Und selbst nach 25 Jahren konnte er nicht sagen, ich habe jetzt das gefunden, was ich suchte. It was only after I came to the headquarters of Brahma Kumaris in Madhuban, it was in 97, then something completely new started. And within few weeks of getting to know this spiritual knowledge, my whole life changed. Und es war erst 1997, als ich dann im Hauptquartier der Brahma Kumaris angekommen bin. Und als ich da studiert habe, erst da hat sich etwas aufgetan in meinem Leben, etwas vollkommen Neues. And all things that I was not able to move, had been carrying with me all the time, they kind of dissolved. Und alle diese Dinge, die ich mit mir herumgetragen habe im Innern und mit denen ich nicht umgehen konnte, all diese Dinge haben sich irgendwie aufgelöst. And I noticed that just by sitting in meditation and connecting with the Supreme Soul, like a tiny point and the Supreme tiny point, und ich habe festgestellt, dass einfach durch diese Verbindung mit der höchsten Seele ich, ein winziger Punkt, und da mit dem höchsten winzigen Punkt, wenn ich mich damit verbinde, a lot of things automatically disappeared. Da habe ich festgestellt, dass automatisch viele Dinge verschwinden. But over the years, I also noticed either new things emerged from deep within, or something did not clear just by sitting in meditation. Und aber dann über die Jahre hinweg habe ich festgestellt, dass neue, unentdeckte Sachen von innen auftauchen oder dass irgendwelche Sachen nicht aufgelöst werden konnten, einfach nur indem ich in der Meditation sitze. So I was very interested in understanding the subconscious. Ich war immer sehr interessiert daran, das Unterbewusstsein zu verstehen. And one of the main understanding or the key knowledge points in this study, in the school, is that we are eternal souls. Und eines der Schlüsselelemente von diesem Studium, das wir hier lehren und lernen, ist diese Tatsache, dass wir ewig sind, ewige Seelen. And that means that the soul is very, very old and has gone through a lot of experiences. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass die Seele sehr, sehr alt ist und durch viele Erfahrungen hindurchgegangen ist. And we all know more or less about the history of the world, and those who are searching for truth or looking for some truth or happiness or peace through spiritual means, these are usually old souls. Und wir alle kennen mehr oder weniger die Geschichte der Menschheit und man kann sagen, dass all jene, die irgendwie nach der Wahrheit suchen oder nach innerem Glück suchen, dass das alles alte Seelen sind. So that means that if we have been around for many, many centuries, maybe thousands of years, of course,
everyone is unique and different, but we all have our unique story and our unique history. Und das bedeutet dann, wenn wir also alte Seelen sind, das heißt, wir sind vielleicht Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende sind wir da und jeder ist einzigartig und jeder hat seine einzigartige Geschichte. And if we think of ourselves as someone who has been around on this earth for maybe 2000 years, und wenn wir uns als jemanden betrachten, der auf dieser Erde vielleicht schon seit 2000 Jahren ist, that means that we may have taken around 60 births, 60 bodies to play. das bedeutet, dass wir dann so circa 60 Körper angenommen haben. Wir haben 60 Rollen gespielt, circa. Because the soul always wants to play a part in this drama on earth. Weil die Seele will immer einen Part spielen, eine Rolle spielen in diesem Spiel hier auf der Erde, in diesem Drama. And everything that we have gone through on this journey is recorded in the soul. Und alles, wodurch wir hindurchgegangen sind, all das ist aufgezeichnet in der Seele. And this is why we are all so unique and different. Und deshalb sind wir einzigartig und auch verschieden. There are no two individuals the same, because we all have our unique background, our unique past that we have gone through. Es gibt keine zwei Individuen, die gleich sind, weil wir alle haben unsere einzigartige Geschichte, wir alle haben unseren einzigartigen Hintergrund. And if we imagine that we have been around for 60 births or something like that, Wenn wir uns vorstellen, dass wir so circa 60 Leben schon hier sind, could be more or could be less, könnte auch mehr sein, ein bisschen weniger. that means that we had to leave the body 60 times. We had parents, mother and father, 120 individuals. Das bedeutet, dass wir dann 60 Mal, circa 60 Mal den Körper verlassen haben. Wir haben auch 60 Elternpaare gehabt, das heißt 120 Individuen, die unsere Eltern waren. And we may even have had like up to 200 children. Und vielleicht haben wir so gegen 200 Kinder gehabt. That's a big group. Das ist schon eine große Gruppe. And a lot of relationship. Und viele Beziehungen haben wir gehabt. Yeah. And most of them have been very, very pleasant and happy and lovely. Und die meisten dieser Beziehungen, die dürften sehr liebevoll gewesen sein, glückliche, gute Beziehungen. But we also have gone through different things where it was not so pleasant. Maybe our children left the body, or our parents, or our partners. Und natürlich sind wir auch durch Situationen gegangen, die nicht so erfreulich waren. Vielleicht haben wir ein Kind verloren oder den Partner oder die Eltern sind früh gestorben. So all of these experiences, they are also recorded in the soul. Und all diese Erfahrungen, auch die sind alle aufgezeichnet in der Seele. And when we look at ourselves, what we are today, then we have a lot of experiences, that some very beautiful experience, but also very hurtful experiences from the past. Und wenn wir sehen, was wir jetzt sind, dann können wir verstehen, dass wir das Produkt sind quasi von vielen sehr schönen Erfahrungen, aber auch Erfahrungen, die zum Teil sehr schmerzhaft gewesen sind. And if we are going through a hurtful experience, difficult experience, like I think everyone knows in this life, we have all gone through difficult, hurtful experiences in this life.
Und wenn wir durch schmerzhafte und schwierige Situationen hindurch sind, und wir kennen das auch von diesem Leben, wir alle sind auch durch schmerzhafte und schwierige Situationen hindurchgegangen, then what we can do with it is not so much, especially in the past. The usual way was just to toughen up and be strong and continue. und so was können wir damit tun. Und früher war der Weg vielleicht einfach so, sich zusammenzunehmen und stark zu sein und weiterzugehen. And that meant that this experience was not really worked through. Which means that it was like put into a storage into the subconscious. Aber das bedeutet in der Konsequenz auch, dass wir mit diesen schmerzhaften Erfahrungen nicht wirklich gearbeitet haben. Man könnte das so sagen, dass es irgendwie so in eine Schachtel im Unterbewusstsein versorgt wurde. And that was the way, actually the only way that was that we had to deal with those things. Probably there were ways through religion, through prayer that helped, but in most cases, everything that we went through that was difficult, because we cannot live with a difficult experience over a long time, we will have to put it away. And then we store it into our, well, I like to call it the basement or the cellar or the, yeah. So, und das war vielleicht auch der einzige Weg, wie wir damit umgehen konnten. Wahrscheinlich hatten wir auch andere Methoden von Religionen, wie irgendwelche Gebete, wie auch immer. Aber wenn sich eine Situation nicht verändert, wenn eine schmerzhafte Situation kontinuierlich da ist, dann können wir das nicht aushalten auf die Länge. Und was wir dann machen, wir packen es weg. Und er sagt, und ich mag das eigentlich so nennen, dass wir das wie in den Keller wegräumen. And the reason why I'm drawing up this picture is not because I would like you to go and look at all your past lives, because that's impossible. Und wenn ich jetzt all das erzähle, dann bedeutet es nicht, dass ich jetzt möchte, dass wir alle zurückgehen und all diese Leben uns anschauen, weil das ist gar nicht möglich. But it's more to understand that we have all gone through a lot of things, and that is why what we are going through today is connected to all our past experiences. Es geht darum zu verstehen, dass wir durch viele Erfahrungen hindurchgegangen sind und diese sind da. Und wenn wir heute in diesem Leben durch schwierige Erfahrungen durchgehen, dann hat es eine Verbindung mit früheren schwierigen Erfahrungen. And all those experiences that are stored in the subconscious, they have a tendency to come to the surface. Und all diese Erfahrungen, wie wir im Keller des Unterbewusstseins weggepackt haben, die haben die Tendenz, zu einem gewissen Zeitpunkt wieder sich zu zeigen. We probably all know people, or maybe we ourselves have some kinds of a phobia. We may have a fear of spiders or snake or height or water. Viele von uns haben wahrscheinlich irgendeine Art von Phobie. Die einen haben Angst vor Spinnen, die anderen haben die Angst vor Höhe, Höhenangst. Viele kennen diese Erfahrung. And they may not have any reason that can be related to in this life. Und vielleicht kann man selber in diesem Leben gar keinen Grund ausmachen, warum diese Angst vorhanden ist. Like we hardly have spiders in Iceland. There are some few, and they're all very innocent. But if we have lived in a culture where there were very poisonous spiders and we have been bitten and died from something like that, then we understand that where it comes from.
In Island zum Beispiel haben wir wenige Spinnen und die Spinnen, die es gibt, die sind dann auch wirklich harmlos. Aber dann gibt es andere Orte, wo es sehr gefährliche, sehr giftige Spinnen gibt. Und dann können wir verstehen, woher solche Ängste auch kommen können. And I think it is useful, always useful. I find that if I understand why things are the way they are, then they lose a lot of its power. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich verstehe, warum die Dinge so sind, wie sie sind, dann verlieren diese Situationen auch an Kraft. And I get more like on top of the situation because now I understand. Und dann kann ich mich mehr über die Situation über die Situation begeben, weil ich einfach das Verständnis habe, woher es kommt. Both I understand why I am the way I am, why I react to certain things and why I don't like this and don't like that. Und dann verstehe ich, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich in gewissen Situationen so und so reagiere, warum ich das mag und was anderes nicht mag. And the same applies to everyone else. I can understand that everyone else has an old story behind them. Und genau dasselbe bezieht sich auf alle anderen auch. Ich kann verstehen, dass jeder Einzelne eine alte Geschichte mit sich trägt. And that's why I should not make it even harder on them by judging someone or being hard or criticizing someone for having a weakness or whatever it is that everyone is dealing with, because everyone in the world now is dealing with something. Und deshalb sollten wir auch nicht noch hart sein mit anderen und sie runtermachen oder anklagen oder beschuldigen für irgendwelche Schwächen zum Beispiel, weil wir verstehen, dass jeder Einzelne hat seine Geschichte und jeder Einzelne bringt aus dieser Geschichte seine Schwächen mit. And I think that when I see my life, not just like just this birth, like I was born on the day that is in my passport, and then I have lived so and so many years. But if I see myself as someone who has lived for a long, long time, like I put on the glasses, the wide angle glasses, and I can see all these roles that that each one of us is playing. Sondern wenn ich das Bewusstsein über meine eigene Identität ausweite, wenn ich verstehe, dass mein Leben nicht an dem Tag angefangen hat, der als mein Geburtstag im Pass zum Beispiel notiert wird, sondern dass ich viele Leben auch vorher hatte. Then I see myself as one life that may be few thousand years old. Dann kann ich verstehen, dass ich vielleicht jetzt in diesem Leben bin, aber ich habe ein paar tausend Jahre Geschichte. Mein Leben dauert ein paar tausend Jahre. And it's one life and many roles to play in many bodies. But actually it's the one and the same life of the one and the same soul. Man könnte sagen, dass es ein Leben ist. Es ist ein dasselbe Leben von einer Seele, aber in vielen verschiedenen Körpern und in vielen verschiedenen Rollen. And the same applies to everyone around me. So it's like with the iceberg. We only see a little bit of what's sticking out of the ocean. 90% is under the surface. Und genau dasselbe bezieht sich auf alle anderen auch. Das ist wie ein Eisberg. Wir wissen, 10% des Eisberges ist sichtbar, aber 90% des Eisberges ist unter dem Wasser und wir können es nicht erkennen. But then the question arises, what can we do in our own life with the 90% that we don't see and we don't even know or recognize? Und dann taucht die Frage auf, ja, und was kann ich jetzt machen mit diesen 90% in meinem Leben, das ich nicht sehen kann, von dem ich eigentlich nicht mal weiß, was es genau ist? And
like I said, there is no need to go into past life regressions or go into hypnotherapy or anything like that. Because I believe that everything that has been recorded in the soul is like an energy that is part of our life today. Und wie ich schon gesagt habe, meine Meinung ist, dass man nicht jetzt Regressionen machen, also Rückführungen machen muss oder dass man irgendwelche Hypnosetherapien machen muss, sondern mein Verständnis ist, dass alles, was passiert ist in meinem Leben, jetzt in diesem erweiterten Verständnis des Lebens, alles ist gespeichert als eine Energie. And all this energy that is inside of me has a potential to emerge in my life today. Und all diese Energien, die in mir drin sind, haben das Potenzial, jetzt in diesem Leben aufzutauchen und sich zu zeigen. And they usually come up in our relationships and contacts with people, with our family, with our friends. Und normalerweise kommen diese Energien kommen die hoch in unseren Beziehungen, zum Beispiel innerhalb der Familie oder mit Freunden, Kontakten. And sometimes it doesn't even make sense. We may feel something or our states gets like off in some situations. We lose our states. Und häufig wissen wir dann nicht mal genau, was los ist. Es ist einfach so, dass wir irgendwelche Gefühle haben oder meine Stimmung kann total kippen. We may meet a person that pushes our button in such a way and we don't really know what's going on. Oder wir treffen auf eine Person und diese Person drückt unsere Knöpfe und wir wissen nicht mal, was los ist. Einfach diese Reaktionen in mir, die spüre ich. And then we meet another person and we know that person. We've seen them and we know them like, where have you been? It's like, even though we've never met in this life, but we meet someone and we know them. Und dann treffen wir eine andere Person, die ich jetzt das erste Mal sehe, vermeintlich. Aber ich habe sofort das Gefühl, so, aber wir kennen uns. Wo haben wir uns gesehen? Wir kennen uns doch. And many have the experience of going to a city or a new country and they know the city, they know the streets, they know it from heart somehow. Und viele haben die Erfahrung gemacht, dass man das erste Mal an einen Ort geht, in eine Stadt und man hat das Gefühl, ich kann mich zurechtfinden, ich weiß, wo was ist. And I think all of these are like past memories that come from the subconscious. Und ich denke, all das sind vergangene Erinnerungen, die aus dem Unterbewusstsein auftauchen. But then again to the question, what can we do with the 90% or with the difficult things that we need to work on today? The energies that are really giving us a hard time today. Doch gehen wir zurück zur Frage, was machen wir mit den 90%? Oder was machen wir mit diesen schwierigen Erfahrungen, die mir jetzt in diesem Leben auch Schwierigkeiten bereiten? And I find the most easiest or the most practical way is to look at our relationships and the contacts we're in our daily life. Und ich finde, dass das Beste, das Einfachste ist, dass ich einfach mal die Beziehungen anschaue mit den Kontakten jetzt in meinem Leben. And most souls, they have like 10 or 15 relationships, like main relationships in our life. We, of course, have a close relationship with the mother and father, brothers or partners. Und wir haben natürlich Beziehungen mit Eltern, Brüder, Schwestern, Partner. Aber wir sehen, dass wir meistens so circa 10 bis 15 intensive oder Hauptbeziehungen haben in unserem Leben. 10 to 15, did I understand that right, Thor? Yeah. Etwa so 10 bis 15 Hauptbeziehungen in unserem Leben.
And if we look very closely at those relationships, then we can see that there are some energies that are there, maybe repeating in more than one relationship. Und wenn wir uns diese Beziehungen mal anschauen, dann können wir feststellen, dass es da vielleicht irgendwelche Energien, und dass sich diese Energien in verschiedenen Beziehungen wiederholen. Like some souls may carry with them the fear of being rejected. Zum Beispiel mögen einige Seelen mit sich das Gefühl tragen, zurückgewiesen zu werden. And then we can understand it is because everyone has gone through experience where they felt rejected. Either their partner died, or they got a broken heart, or they couldn't marry the person they loved because of social differences or religious something. There are all kinds of reasons. Und wir können verstehen, dass wir alle solche Erfahrungen der Zurückweisung haben. Es könnte sein, dass jemand früh verstorben ist und man jemanden so verloren hat, oder man konnte nicht die Person heiraten, die man wollte, weil das im sozialen Gefüge nicht möglich war. Und so, wir tragen diese Erinnerung des Zurückgewiesenseins in uns. And these experiences, because they are part of the soul, they have a tendency to show up in our relationships. Und diese Erfahrungen, die sind Teil der Seele. Und was passiert ist, dass sie einfach die Tendenz haben, in unseren jetzigen Beziehungen sich zu zeigen, hochzukommen. And you may know, or you may even be personally someone who has gone through a relationship and it didn't work. It may be a violent relationship, just to say an example, and then the person gets out of that relationship and goes into another relationship, and the same story repeats. And maybe the third one, it repeats again and again. So it's like a soul is always pulled into the same situation again and again. Und es kann sich zum Beispiel so zeigen, dass, um ein Beispiel zu nennen, jemand befindet sich vielleicht in einer gewaltvollen Beziehung, in einer von Gewalt geprägten Beziehung, und dann verlässt man diese Beziehung, und bei der zweiten Partnerschaft erfährt man dasselbe, und bei der dritten Partnerschaft erfährt man vielleicht nochmal dasselbe. Und so sieht man, dass diese Seele sich immer wieder in dieselbe Situation hineinbegibt. In a case like that, it's very clear that there is an energy in the soul, in the individual, that is calling those situations to themselves. Und man könnte sagen, dass es wie klar wird, dass in der Seele irgendwie eine Energie sitzt, die solche Situationen fast anzieht oder herbeiruft. And if we are able to put a finger on it and face it and spot it, und wenn wir fähig sind, unseren Finger da hinzulegen und uns das anzuschauen, uns zu erkennen, then we can take that energy and purify it and transform it. Und dann können wir nämlich diese Energie erkennen, wir können sie reinigen und transformieren. And then our relationship are going to change. Und dann werden sich unsere Beziehungen ändern. Maybe the person we were dealing with stops behaving like they behaved, or they move away, or something changes. Zum Beispiel die Person, die sich schlecht benommen hat, verändert sich vielleicht ihr Verhalten, oder sie ziehen weg, oder irgendetwas verändert sich in der Beziehung. Because when we remove the root that is inside of us, then we don't need those experiences anymore. Wenn wir die Wurzeln dieses, sage jetzt mal, Übels entfernen können, dann brauchen wir diese Situationen nicht mehr. Wir ziehen es nicht mehr an. And this is the most practical thing in our life today, because so many people are dealing with
insecurity or fear of the future or whatever everyone is dealing with today, if they are able to look at it very, very clearly and shift it. Und das ist etwas ganz Praktisches, weil heute haben viele Menschen haben mit solchen Situationen zu kämpfen, dass man sich sehr unsicher fühlt oder irgendetwas anderes. Und wenn man das anschauen kann und transformieren kann, then the situation will change. Or at least I will not feel the sorrow. The situation may not have to, it doesn't mean, the situation, most likely it will change, but if it doesn't change, it doesn't give me sorrow anymore. Dann kann es sein, dass die Situation sich ganz verändert, oder wenn sich die Situation nicht verändert, dann ist es so, dass ich dann in derselben Situation kein Leid mehr empfinde. And all these energies that we carry with us, they have within them this creative energy to create situations in a very, very magical way. Und all diese Energien, die wir in uns tragen, die tragen das Potenzial in sich, eine Situation zu erschaffen, Situation herbeizurufen, auf eine sehr magische Art fast. And last year, I was dealing with and looking at certain things with myself. I can give you an example. I have a building here in Iceland that I needed to renovate. Und letztes Jahr habe ich so an ein paar Dingen in mir selber gearbeitet. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ich habe ein Gebäude in Island, das renoviert werden musste. And to have this renovation made, the new plans had to be made because it had to do with the look and everything. Und diese Renovation vollziehen zu können, mussten neue Pläne gemacht werden. And every time I sent my plans to the government office, they rejected the plans. Aber jedes Mal, wenn ich meine Pläne bei den Behörden eingesandt habe, haben sie diese Pläne einfach zurückgewiesen. They gave some very, very strange reasons. This number is not right. This should be different. Even though these were professional engineers who were doing these plans perfectly, they kept rejecting them. And this went on like this for 5 times. I had to send in those plans over 2 years. Und immer wieder haben sie die Pläne mit irgendwelchen komischen Begründungen zurückgewiesen, haben gesagt, ja, diese Zahl, da stimmt etwas nicht, aber die Pläne, die wurden von professionellen Ingenieuren gemacht und insgesamt wurden die Pläne 5-mal zurückgewiesen und das über einen Zeitraum von 2 Jahren. And gradually I realized that I was getting very irritated. Or if speaking frankly, I was becoming very angry at the government officials. Und ich habe gemerkt, dass ich mehr und mehr irritiert wurde, oder um das ehrlich zu sagen, ich bin wütend geworden über dieses Zurückweisen der Behörden. And this was a feeling that I didn't know that I had in me over the years, because it has not been part of my personality to become angry at people or have that kind of relationships. Und das war für mich eine neue Erfahrung, weil ich in diesem Leben einfach nicht, das war kein Teil meiner Persönlichkeit, mich zu ärgern oder wütend zu werden über andere Menschen. But there this energy was coming up in me through these experiences. Aber jetzt in dieser Situation, durch diese Erfahrungen, ist diese Energie in der Seele aufgetaucht. And then I had a method that I had been using where I manifested this energy in front of me.
Und dann habe ich eine Methode angewandt, die ich kannte. Und zwar habe ich diese Energie vor mir manifestiert. And in this case, it was like a lawyer that was dealing with officials, government officials. Und in diesem Fall habe ich diese Energie die Form eines Anwaltes gegeben, der mit den Behörden in Kontakt war. So I had a meditation, and this was actually happening when I was in India 2 years ago. And I had a meditation where I met this lawyer, this energy that was dealing with this anger, who had this anger in him. And I had a conversation with him and gave him an early retirement. Said, now you can retire. Und dann in einer Meditation, was passiert ist, das war vor 2 Jahren in Indien, da habe ich meditiert und dann ist diese Energie ist aufgetaucht in der Form dieses Rechtsanwaltes und ich habe dann mit dieser Energie, mit diesem Rechtsanwalt, der diesen Ärger empfunden hat, in seinem Wirken mit den Behörden, dann habe ich mit diesem Rechtsanwalt habe ich gesprochen und ich habe ihm gesagt, es ist okay, du kannst jetzt in den Ruhestand gehen. And actually, this energy was very happy to stop this fight because he was very tired. Und diese Energie, ich habe gemerkt, dass sie sehr glücklich darüber war, damit aufhören zu können, weil sie selber war so müde, das zu spielen. And this energy was part of me. It was part of my psychology. Und diese Energie, das war ein Teil von mir, ein Teil von meiner Psyche. And when this energy was removed from my psychology, what happened when I came to my room and opened my computer, there was an email from the officials in Iceland. They said, your plans have all been accepted. Und was passiert war, nachdem ich diese Energie in den Ruhestand geschickt habe und als es wie keinen Teil mehr von mir war, was passiert ist, ich bin nach Hause gegangen und ich habe den Computer geöffnet und da habe ich dann eine Mail bekommen von den Behörden und dort hieß es, all die Pläne sind akzeptiert worden. And I hadn't done anything. They had been sitting in the office for about a year. Aber ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Diese Pläne, die waren dort im Büro für etwa 1 Jahr. I had given up dealing with them because I didn't have the nervous system to deal with them. They were irritating me so much. Und ich habe schon aufgegeben, mich überhaupt damit zu befassen, weil ich hatte die Nerven nicht, mich noch weiter mit dem abzugeben. But when I removed the energy from inside of me, that is where the blockage was lying. Then everything opened up and plans were accepted, everything went through, and this is how this energy works. When we remove the blockages inside of us, then the situations in our life, they change in a magical way. Und die Energie, die hat ja wie eine Blockade in mir gesessen. Und was passiert ist, als ich dann diese Energie aus meinem System rausgebracht habe, dass es kein Teil mehr war von meiner Psyche, dann automatisch war diese Blockade weg und die Pläne sind angenommen worden. Und so gibt es wie auf eine magische Weise, können sich Lösungen ergeben, wenn die Blockaden entfernt werden. And in a way, it shows how interconnected all our life is with everything. I was doing this inner work in India, and at the same time, when I removed my anger and my irritation at the authorities, then everything opened up and everything was possible. But until then, because I was the one, actually, I needed to, through this situation, I needed to discover this anger that I had in me because I was completely unaware of it until then.
Und das zeigte, wie wir alle miteinander verbunden sind. Da sitze ich in Indien und ich entferne diese Blockade, diesen Ärger in mir gegenüber den Behörden. Und was passiert ist, dass diese Energie, die kommt dann in Island an und sofort ergibt sich eine andere Situation, Lösungen zeigen sich. Und man kann sagen, dass diese Situation auch auftauchen musste, weil ich war mir völlig unbewusst, dass ich diese Energie überhaupt in mir trage. Und es war notwendig, dass diese Situation kommt, um mir zu zeigen, dass das in mir ist. And now, when any situation comes up, if I meet a difficult person in my life, then I really pay a very, very good attention to that. Und jetzt, was passiert ist, wenn immer solche Situationen auftauchen, das heißt, wenn ich eine schwierige Person treffe in meinem Leben, dann schenke ich diesen Dingen. Dealing with something, and the method that I have been using and works very well, and I see it with so many people around me who are using this method, till the authorities showed it to me by being difficult. Nicht nur ich, wenn ich diese Methode für mich anwende, sondern ich sehe das auch als ich mit Behörden zu tun hatte und diesen Ärger in mir angesammelt habe und die Person ist, weil sie dir etwas zeigt. And to really take a look at what is that person triggering inside of me. Vielleicht ist es Schuld oder Ärger oder Angst. But if I can see that feeling comes up in me, yeah. So, just a moment. We get now the message that we have connection problems. Okay. I see actually the signal here is good. Oder bist du über meinen Hotspot rein? Über deinen? Nicht. Okay. Ja, im Moment können wir eigentlich nichts tun. Bei uns zeigt es eine gute Verbindung. Are many not getting a contact? Just say that it would be off and on. Okay. That they need to reconnect again and again. Okay, now some right, it's fine again. Let's just hope that it will be more stable now. Yeah. And I think that is what is the most important thing we can do now in our lives, is to remove the sorrow that we are dealing with or facing in our life. Und etwas vom Wichtigsten, was wir jetzt zu tun haben, ist, uns diesen Ärger, dieses Leid anzuschauen, das Leid und Sorgen, Sorrow, das Leid und Sorgen anzuschauen, das wir jetzt in unserem Leben erfahren. Not to go into the feeling and let the feeling take over, but to look at it like a detached observer. Das heißt nicht, dass wir in diese Gefühle eintauchen wollen und dass diese Gefühle uns überwältigen, sondern uns diese Gefühle als losgelöste Beobachter anzuschauen. Like I may realize I have guilt in me, or I have a fear of rejection. Dann kann ich vielleicht feststellen, dass ich Schuldgefühle in mir trage oder das Gefühl, zurückgewiesen zu sein. And the method that I would like to do a meditation before we finish now, we don't have much time, is to give this energy, which is part of us. Energy is very like foggy normally. Und ein Teil der Methode ist, und wir werden das nachher in der Meditation auch ausprobieren, diese Energie, die ist ja so sehr unbestimmt, ein bisschen neblig, könnte man fast sagen. So we would like to give this energy a form and a shape. It could be a symbol, it could be like an animal, it could be like a child or a puppet or whatever. Und wir wollen dieser Energie
eine Person geben, eine Form geben. Das könnte eine Person sein, ein Kind oder auch ein Tier könnte das sein. Einfach diese Energie in eine Form reinbringen. And the reason why this method is so easy to do is that we bring that form to the Supreme Soul. Und warum diese Methode so einfach ist, weil wenn wir dieser Energie eine Form gegeben haben, dann können wir diese der höchsten Seele abgeben. And the special role of the Supreme Soul is to purify us souls. That is the Supreme Soul's one of its special parts. Und die spezielle Aufgabe der höchsten Seele ist, uns Seelen zu reinigen. Das ist eine der Spezialitäten dieser höchsten Seele. And we are just helping the Supreme Soul with this purification by bringing some energies, the things that have been causing us sorrow, bringing it to Him in a form and a shape. Und in diesem Reinigungsprozess können wir dieser höchsten Seele helfen, indem wir diese Energien, die wir in uns tragen und uns Leid bereiten, indem wir diese Energien eine Form zuweisen und sie vor die höchste Seele bringen. And then we will see an instant transformation. Und dann werden wir eine augenblickliche Transformation feststellen. I have many stories. I was with one lady a few days ago, and she had a difficult relationship with her mother all her life. Und ich habe viele Beispiele davon zu erzählen. Zum Beispiel letztens war ich mit einer Frau, die ihr Leben lang eine schwierige Beziehung mit ihrer Mutter hatte. And she had taken that energy, that feeling that was between them, and took it to the Supreme Soul and left it for the Supreme Soul to purify. And when she came back home that evening, there was a long email from her mother after many years of conflict, where she was apologizing and saying, you're so right about this and so right about that, and I'm so sorry about this and so sorry about that. So it is like we are not only purifying our own self, but we are also purifying the experience of the other that is on the other side. Und was diese Frau gemacht hat, sie hat diese Energie, die zwischen ihr und der Mutter gestanden ist, sie hat dieser Energie eine Form gegeben und diese Energie der höchsten Seele zur Reinigung übergeben. Und das hat sich aufgelöst. Sie kommt nach Hause und hat von ihrer Mutter augenblicklich hat sie eine E-Mail bekommen. Die Mutter hat sich entschuldigt und hat gesagt, du hast in dieser Situation recht. Und so kann man sagen, dass diese Methode, die reinigt, das bringt nicht nur eine Reinigung in uns selber hervor durch die höchste Seele, sondern auch eine Reinigung zwischen den Seelen, in den Beziehungen. Da passiert auch eine Reinigung. So, I would like to finish up with a short meditation, if you would like. Ich möchte jetzt mit einer kurzen Meditation enden. That we can then really have this meditation at the end and not get into conversation afterwards. Should we check if there are some questions, or would you like to do it afterwards? I'm fine with both, because I know that people have a lot of questions by now, because everyone has a lot of things that need to be purified, or most people say. So I'm fine with some. We can have some questions now, and then we will finish with the meditation. Okay, fine. Ich habe Thor gefragt, ob wir mit der Meditation beenden sollen und jetzt kurz ein Fenster auftun wollen für Fragen. Und er hat gesagt, ja, beides ist okay. Und nach seiner Erfahrung haben die Leute
viele Fragen dazu, weil wir einfach viel mit diesen Energien auch zu tun haben. Und so machen wir das. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit für Fragen, wenn es überhaupt welche gibt. Und nachher gibt es dann die Meditation. So we just pause for a very short moment to see whether questions are coming in. And then Thor will answer these questions, and then at the end we will have a nice meditation experience. For most people, there are not so much that we need to work on. I think every person may need to work on like 4 or 5 main energies. Thor sagt noch was sehr Interessantes. Er sagt, nach seiner Erfahrung, es haben viele Leute nicht zu viele Dinge, an denen sie arbeiten müssen. Jede Person hat vielleicht 4, 5 Energien, Hauptenergien, die es zu reinigen, zu transformieren gibt. And these same feelings, they keep repeating in our relationships. Und diese selben Gefühle, die wiederholen sich dann in verschiedenen Beziehungen. So if we break up this process, then all our relationship will shift and our relationship become much easier. So, wenn wir aus diesem Kreislauf ausbrechen können, dann werden sich die Beziehungen transformieren und viel einfacher werden. But one of the key elements is that we have to take responsibility for our life. Aber das Hauptelement ist, dass wir für unser Leben Verantwortung übernehmen müssen. So, now we have here a concrete question. What could it mean if I hop from job to job and from flat to flat? Was könnte es bedeuten, wenn ich von Arbeit zu Arbeit hüpfe und von Wohnung zu Wohnung? Was könnte der Grund dafür sein? Well, it probably could be different things, many different things, but some people, they leave because they don't want to be rejected. So they leave before they get rejected. They leave before they are fired because they have the belief that they will not be, something bad is going to come to them. So if a person has been fired from a job, then he will leave before he gets fired, or he has been sent off from his apartment. Then, so the fear of being rejected may be the reason for this. So, Thor macht ein Beispiel, er sagt, es könnte viele Gründe dafür geben, aber um ein Beispiel zu nennen, wenn jemand diese Angst hat, zurückgewiesen zu werden oder dass ihm gekündigt wird, wenn jemand diese Erfahrung gemacht hat, um sich eine solche leidvolle Erfahrung zu ersparen, kündigt er Liebe, bevor ihm gekündigt wird, oder er verlässt seine Wohnung, bevor ihm die Wohnung gekündigt wird. Das als Beispiel, wie sich das auswirken könnte, eine solche Angst. And if someone is being rejected again and again, then it means that he needs to take a good look at that fear of being rejected, to give that energy, not to go into the feeling, but to give that energy a form. What will it look like? And it is possible to have a conversation with that energy, to get information. Where did it start? Why are you there? Are you willing to leave now or transform? We can have a conversation with that energy, and then to bring it to the Supreme Soul and let it go, and ask the Supreme Soul to transform that energy, but not to go into the fear or not to go into the sorrow. So erklärt nochmals an diesem Beispiel der Zurückweisung die Methode. Wenn man merkt, dass man diese Angst zurückgewiesen zu werden, wenn man diese Angst in sich trägt, dann kann man dieser Angst eine Form geben. Und wenn man diese
wenn man diese Angst eine Form gegeben hat, dann kann man auch eine Unterhaltung führen. Warum bist du hier? Bist du bereit zu gehen? Was brauchst du? Und ich kann dann diese Form der höchsten Seele zur Reinigung übergeben. And now, Thor, I see that there's a few questions coming. I would say let's close here the window for questions. We see whether we can take this up here, what has come in. Okay. Yeah. Okay, so the person who wrote about this example, she said that was not the case. They wanted to keep her actually, so it is not the case. And someone else wrote, this was a question then about the method. How do you give this energy a form? How do you give this energy a form? We just go into meditation, and then we call this energy in front of us and invite it to take a form and see what form emerges. It may come as a surprise. Some people may see an animal or a knife or whatever comes. When I was dealing with my own sorrow, there was like a child with a black, in a black dress, like a black carpet on top. And then when I had finished with speaking with this child, then I could remove that blanket, and under it was a very, very happy boy, like a 5-year-old happy boy who wanted to play. So it's very useful to give some time to that energy and try to understand it, because it is part of our own story. It's part of our own psychology. So, wie man dieser Energie eine Form geben kann. In der Meditation lade ich quasi diese Energie ein, eine Form anzunehmen, und ich gebe dem Zeit. Und das kann dann etwas ganz Überraschendes sein, womit ich gar nicht gerechnet habe, wenn ich diese Energie einlade, nimm eine Form an. Und der Thor nennt ein Beispiel von sich selber, als er an sich gearbeitet hat. Dann ist zum Beispiel ein kleines Kind aufgetaucht, ein 5-jähriger Junge, aber dieser 5-jährige Junge, der hatte wie ein schwarzes Tuch, hatte er über dem Kopf. Und dann ist er in eine Konversation gegangen mit diesem Jungen, und nachher konnte er dieses schwarze Tuch entfernen, und unter dem schwarzen Tuch war dann ein ganz glücklicher 5-jähriger Knabe. Und er sagt, das sind ja alles tiefe Teile vom Unterbewusstsein, und deshalb kann es überraschende Formen annehmen. And I think that we need to be creative. Und ich denke auch, dass wir kreativ sein können. And allow something unexpected to come. But I find it is very essential not to go into the feeling, not to let the feeling take over, but be like a parent. You are like observing your own story. It's like you are like the father, the parent, and you don't go into the feeling, but you talk with him. You are the grown-up, and these are your children. The emotions are your children. They have been removing it now in the relationship that we find ourselves in. Then we are cleaning the whole journey. Okay, I think this is a wonderful addition to the method. Thor hat jetzt noch etwas Wichtiges ergänzt, und zwar, er sagt, wenn wir mit diesen Emotionen uns abgeben, dann ist es wichtig, in der Erwachsenenposition zu bleiben. Und zwar so, dass ich über der Situation stehe und nicht in diese Gefühle reingezogen werden. Und eher sind dann diese Energien, das sind wie meine Schöpfungen, das sind meine Kinder quasi.
Also diese negativen Gefühle und Emotionen, das sind die Kinder und ich als Erwachsene stehe drüber und lasse mich nicht da hineinziehen. Okay. So, wir sehen unsere Veranstaltung hier, die sind vom System her auf 2 Stunden beschränkt und jetzt haben wir etwa noch 15, 20 Minuten und die werden wir jetzt nutzen für die Meditation. The system here allows us to have events of 2 hours. So now there's about 15, maximum 20 minutes left, and we will use that for meditation. And that we can actually live in silence. I would already give very heartfelt thanks to Thor for his very deep sharing. And so we don't then speak too much at the end, and we'll leave this event with these deep feelings. Is that okay? So, und damit wir am Schluss diesen Abend mit diesen Gefühlen der Meditation dann abschließen können, bedanke ich mich jetzt schon bei Thor für diese sehr schönen und tiefen Ausführungen. Und am Schluss werden wir dann nicht mehr anfangen zu sprechen. So now let's sit comfortably in a safe space. Jetzt setzen wir uns ganz bequem an einem sicheren Ort hier hin. And if we look into our hand, we can see or imagine a golden key in our hand. Und wenn ich in meine Hand hineinschaue, dann kann ich mir in meiner Vorstellung einen goldenen Schlüssel vorstellen. And it is good in this meditation to keep our eyes closed because we will be creating images in our mind. Und bei dieser Meditation hier ist es jetzt gut, die Augen geschlossen zu halten, weil wir in der Meditation innere Bilder erschaffen werden. And now we see this golden key, beautiful key we are holding in our hand. And we are standing in front of a very, very beautiful door that is decorated with jewels and diamonds. Und ich halte diesen schönen goldenen Schlüssel in meiner Hand und ich stehe vor einer wunderschönen, reich dekorierten goldenen Tür. And the key fits into the keyhole of this door and it opens up in front of us. Und der Schlüssel passt in dieses Schlüsselloch von dieser Tür und ich öffne diese Tür vor mir. And now we can enter into the space of the sanctuary of our heart. Und ich trete ein in diesen Raum, in dieses Heiligtum von meinem Herzen. And in this space, in this room, all my experiences from the first moment I enter this physical reality is stored. Und in diesem Raum sind alle Erfahrungen vom ersten Moment an, in dem ich in diese physische Realität eingetreten bin. I see the very, very beautiful objects like flowers and diamonds and crowns and beautiful things that represent all the happy moments that I have gone through. Und es gibt viele wunderschöne Gegenstände dort. Es gibt Blumen und Kronen und viele schöne Sachen und all das repräsentiert die wunderschönen Momente in meiner Existenz. And this is like a storage place, like a storage room of everything that I've gone through. Das ist wie der Lagerraum von allen Erfahrungen, durch die ich hindurchgegangen bin. And now I would like to focus on one relationship or one energy
that we have been facing in my life, in this life. Und jetzt möchte ich mich auf eine Energie fokussieren, die mir viele Male in diesem Leben hier aufgetaucht ist. Any energy that has been an obstacle or caused me sorrow in some way or another. Irgendeine Energie, die immer wieder ein Hindernis erschaffen hat oder mir in einer Form Leid verursacht hat. And I call this energy in front of me. I invite this energy to come because I am the boss in this room. Und ich lade diese Energie vor mich zu kommen, und ich kann die vor mich rufen, weil hier in diesem Raum bin ich der Chef. And I allow this energy to take a form, take a shape and a color. Und ich erlaube diese Energie, eine Form einzunehmen, eine Form und eine Farbe anzunehmen. And as I am the master of this space, I give this form a lot of love. Und da ich der Meister bin in diesem Raum, gebe ich dieser Form viel Liebe. And I thank it for the role it played in my past. Und ich bedanke mich für die Rolle, die diese Energie gespielt hat in meiner Vergangenheit. And I ask this form if there is anything that it would like to tell me or let me know. Und ich frage diese Form, ob es irgendetwas gibt, das sie mir sagen möchte oder mich wissen lassen möchte. And I listen. I give it some time. Und dann hört einfach hin und gebt auch Zeit. In the middle of this room, in this heart space that I find myself in, there is an altar. In der Mitte dieses Raumes, dieses Herzensraumes, in dem ich mich befinde, befindet sich ein Altar. And there is a very bright and beautiful light that comes from above into the center of this light, of this altar. Und dann gibt es ein wunderschönes Licht, ein strahlendes Licht, das von oben herabstrahlt, mitten auf diesen Altar. And this light is connected to the supreme, highest energy in the universe. Und dieses Licht ist verbunden mit der höchsten und reinsten Energie im Universum. And when I have finished my communication with that energy, I can take it in my arms and I give it a lot of love and gratitude. And then I bring this energy to the altar and place it in this light. Und wenn ich meine Unterhaltung mit dieser Form, dieser Energie beendet habe, dann nehme ich diese Form in meinen Arm und ich gebe ganz viel Liebe. Und dann bringe ich diese Form zum Altar und ich stelle es in dieses Licht. And I give it permission to be transformed and I give it to the Supreme Soul to purify this energy. Und ich gebe dieser Form die Erlaubnis, sich zu transformieren. Und ich übergebe das der höchsten Seele, damit er diese Energie transformieren mag. And gradually
the form and the shape becomes more and more transparent until it disappears. It may leave a little diamond behind as a valuable experience that we can keep for later. Und allmählich wird diese Form und diese Energie immer mehr und mehr transparent, bis sie fast nicht mehr sichtbar ist und sich dann auflöst. Und sie lässt einen kleinen Diamanten hinter sich, als ein wichtiges Andenken für die Erfahrung. And if there are other energies that you would like to take a look at and bring to that altar, it is good to give it good time. It may also be good to write down questions and answers and to give it some extra time. But if you clean out like 4, 5, the main sorrows that you have experienced in your life, then you will have changed a lot in your life. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr weitere Energien dann einladen, eine Form anzunehmen und gebt ihm gut Zeit, geht langsam vorwärts. Ihr könnt auch Fragen aufschreiben, die ihr dann diesen Energien stellt. Und wenn ihr auf diese Weise 4, 5 Hauptenergien in eurem Leben anschaut, eine Form gebt und ins Licht der höchsten Seele stellt zur Reinigung, dann habt ihr ganz viel verändern können. And it would be lovely to hear the experiences that you have with this process, because really magical things happen when we do this process and we purify our energy. And I think I will leave you in this space, in this room, and allow you to continue, those who want to. But those who want to start later, they can close the door and lock it with this golden key and put the key around your neck, where you can always find it and go back to your space in the heart for further purification. Und es wäre schön, von euch zu hören, was für schöne Erfahrungen ihr mit diesem Prozess machen könnt, weil wunderbare Dinge können dadurch in unserem Leben passieren. Und wenn ihr möchtet, könntet ihr das mitteilen. Und ich lasse euch jetzt in diesem Raum. Vielleicht wollt ihr jetzt in diesem Raum bleiben und weiter so arbeiten. Oder vielleicht habt ihr jetzt auch für den Moment genug und ihr könnt diesen Raum durch die goldene Tür wieder verlassen. Und diesen Schlüssel, die behaltet ihr mit einem goldenen Band um euren Hals gebunden. So I wish you all a lot of good experiences and a purified life, purified relationships, and happy future. Ich wünsche euch allen ganz gute Erfahrungen und ein gereinigtes Leben, gereinigte Beziehungen, ein glückliches Leben. Om Shanti. Om Shanti. Let us end with 2-3 minutes of silence.